Alexandra, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns an die Veränderungen der nächsten 14 Tage. Was darf ich uns weitergeben? Das ist hier am Start. Also eine Zeit, bei der wir sehr viele Erkenntnisse kriegen. Eine Zeit, in der wir vielleicht auch sehr sensibel sind für die Dinge oder dass wir an sich eine andere Sensibilität entwickeln. Eine Zeit, in der wir Grenzen setzen, vielleicht auch, weil wir sehr sensibel sind gerade. Und ich habe irgendwoher, dass wir an sich selber jemand unterstützen können oder dass wir unterstützt werden. Ich habe noch den Segen unterm Deck. Vielleicht auch eine segensreiche Erkenntnis, die uns wieder sensibler für das Leben und die Dinge macht und die Menschen um uns herum. Ich lege ja sonst immer das große Blatt. Ich habe mir heute überlegt, dass ich den Lebensbaum nehme und deshalb beginnen wir jetzt damit zu gucken, was sich hier zeigt für das Kollektiv. Ja, die Sensibilität und der Mond, ne? Das passt unheimlich gut zusammen. Natürlich ist das hier oben, was ich sehe, das, was uns in Gedanken auf der bewussten Ebene irgendwie beschäftigt. Das können jetzt tatsächlich Emotionen sein, viele Sachen, die uns Schatten aufwerfen oder wo wir eben auch sehr emotional sind oder sehr sensibel. Dinge, die auch aufklärend sind. Ne? Wir haben ja hier die Erkenntnis und es geht sehr viel um emotionale Blockaden. Der eine oder andere denkt vielleicht auch, ich muss etwas ausblockieren, weil es mir emotional zu nahe geht. Ist auch sowas wie eine emotionale Klärung an sich. Und es geht um emotionale Fülle. Guck mal, wir sind im Prinzip alle reich. Wir sind versorgt irgendwo. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Vielleicht ist manchmal das Geld knapp, ja. Aber emotionale Erfüllung, da ist man zufrieden mit den Dingen. Da ist man glücklich, dass etwas in einem ganz ist oder sich ganz anfühlt. Und das ist eine sehr große Sache. Das ist nichts Kleines. Hier geht die Sonne auf. Ich habe so eine ausgleichende Gerechtigkeit auch. Vielleicht ist es so, dass man aus dem Nebel tritt, dass man kreative Lösungen findet. An sich kann es eine kreative Zeit sein. Eine Zeit, wo man auch Dinge im häuslichen Bereich klären kann. Das hier könnte zum Beispiel ein gutes Angebot sein im Bereich Haus, Wohnung, Immobilie, Umzug. Eine Energie, die von den Leuten, die um uns herum ist, sehr unterstützend ist. Das Umfeld, zusammen was machen, sich austauschen. Ich habe nichtsdestotrotz für einige auch ein finanzielles Geschenk, eine gute finanzielle Phase, ein Aufblühen im finanziellen Bereich. Es kann jetzt auch sein, dass es eine Erleichterung ist, die durch häusliche Sachen kommt, dass man einen günstigeren Mietvertrag kriegt, dass das Umfeld irgendetwas günstiger ist als gedacht oder dass man sogar irgendwo etwas erhält, was eine Auszahlung ist, sowas irgendwie, ein guter Verkauf, ein guter Mietvertrag. Man sieht die langfristigen Finanzen mit dran. Es kann jetzt hier auch von jemandem sein aus dem Arbeitsbereich, ein Chef, eine, was weiß ich, Gehaltserhöhung, ein Vermieter, der einem entgegenkommt, eine Person, die Ideen hat, eine Person, die vielleicht auch weiter weg ist.
eine Person, die vielleicht auch die Mittel hat, uns zu unterstützen. Kann ja auch sein, wenn ihr irgendetwas durchboxt mit einem Anwalt oder auf der Bank oder so, dass da eine Zusage kommt. So, guck mal, hier ist die plötzliche Erkenntnis. Wir haben hier die Erkenntnis mit dabei. Hier spürt man sehr schnell, was stimmig ist, was nicht. Ein schneller Erfolg, eine Kurskorrektur, eine Sache, die sich wendet, eine Grenze, die man setzt, weil sich etwas nicht stimmig anfühlt. Das Geheimnis, das rauskommt, das plötzliche Wissen, das zur Verfügung steht, eine Erfahrung, die man gemacht. Das kann ja auch sowas sein wie das Aufploppen einer Lüge, bei der man dann auch die Grenze setzt. Auch eine Zeit, wo man so Familienthemen hat, die man aufdröselt, entschlüsselt, wo man versteht, warum ist was so. Der ein oder andere hat hier auch Nachrichten aus dem Bereich Vitalität. Es können jetzt hier sein Krankenkassen, Rententräger, sowas alles. Zusagen für Kosten aus dem Bereich, wo man selbst etwas bezahlen muss. Es kann ja sowas sein wie Zahnersatz oder, ne? Also da, wo man selbst viel Geld bezahlt, dass man da eine Zusage bekommt. Ich habe an sich, dass es so ist, dass es eine Zeit ist, die sehr minimierend wirkt auf unser Nervenkostüm. Ich sehe, dass irgendetwas, wo viel Streit, Konflikt oder auch Aufregung war, dass sich das minimiert, dass sich Mangelthemen lösen, dass es sich lohnt, dass man für etwas eingestanden hat. Hier kann es aber auch sein, dass man mal die Grenze setzt und sagt, so, ich kann jetzt hier nichts mehr hören. Ich bin überfüttert von Dingen, die Kommunikation betreffen. Weil es ist ja so, dass einsteils fühlen wir und wollen emotional erfüllt sein. Und hier ist es so, dass wir abgelenkt davon werden, weil es so viel Blabla gibt. Ne? Wir haben einen schicksalshaften Neubeginn. Das kann jetzt für viele hier an einem Thema des Berufes sein, der Berufung oder auch ein ausgleichendes Ding, wo man Erkenntnis hat, warum ging es mir in meinen Kindertagen so. Für die, die nicht arbeiten, zeigt sich, dass ihr euch durch eine Phase durchgearbeitet habt, wo ihr sehr viel auch getriggert wurdet. Aber ihr macht hier das Beste draus und kommt ganz gut bei euch an. Für alle, die berufliche Neubeginne wollen, sieht man hier das Außen mit dabei. Möglicherweise auch die Sache, dass ihr euch besser zeigen müsst, dass ihr, ja, ich nenne es mal so, präsent für die Öffentlichkeit seid. Geht auch an alle Berufe, die mit der Öffentlichkeit zu tun haben. Ich sehe aber auch Chancen und Möglichkeiten, die von außen kommen für neue Verträge oder für etwas, was auch minimierend ist oder kleinere Sachen, die man als Aufträge hinzunimmt. So, dann haben wir hier die Liebe. Für die Selbstständigen ist es hier auch gleich mit dabei. Die einen können ein Herzensprojekt anfangen, die anderen verlieben sich in irgendein Projekt. Jedenfalls ist es eine Zeit, wo man sich so, ja, einfach gut damit fühlt, was man macht, was man tut, dass man Dinge umsetzt oder nach außen bringt, die einem auch am Herzen liegen. Hier ist sehr viel Veränderungsenergie auf mehreren Bereichen, auf mehreren Möglichkeiten. Man sieht hier Selbstständigkeit, Arbeit, Partnerschaft, Liebe. Sich neu verlieben ist auch dabei. Es kann jetzt in einen Menschen sein, in irgendeine Sache. Was man auch sieht, ist hier, dass hier vielleicht Menschen sind in eurem Umkreis, Arbeitsumkreis, bei denen kann aus Freundschaft Liebe werden. Wir gucken da auch direkt drauf. Ne? Und jetzt kommen wir hier zu der Wurzel. Und da sehen wir Mann und Frau. Wir haben hier Sonne und Mond sehr nah beieinander.
Veränderungen, die auch das Familienkonstrukt mitbringen, Veränderungen, die aus einer verstrickten Situation rausführen. Die Sachen, in die wir investieren, wir sind ja hier unten ganz bei der Wurzel, da sieht man schon auch die Themen der DNA oder der Familie dran. Es kann jetzt ja auch sein, dass wir eine hilfreiche Person haben, die uns auf den Weg mithilft oder die eben Unterstützung wie einen Segen bereithält für uns. Eigentlich eine tolle Legung, ne? So, wir nehmen ein Krafttier noch mit. Es ist eine Phase, das passt auch wieder wunderbar mit der Reinigung, ne? Wir sind sensibel, hier oben ist der Mond, hier guckt man in die Ecken und Winkel auch des Unterbewusstseins rein. Und wir haben unterm Deck noch den Storch, ne? Der Storch hängt uns hier auch im Rücken, das finde ich immer wieder so faszinierend. Eine Zeit, der Frühling wird angezeigt, das ist das Hier und Jetzt, ne? Die Vorhaben stehen unter einem guten Stern. Und es ist ein emotionaler Reinigungsprozess tatsächlich auch. Es ist eine Zeit, wo man auch innehält, wo man aufräumt, wo man unangenehme Dinge in die Hand nimmt oder auch Dinge anguckt, wo man Licht in das bringt, was einen aufhält. Ja, so Entrümpelungszeit, seelische, aber auch im häuslichen Bereich. Man legt ab, was man nicht mehr braucht. Das können auch Briefe sein, Schriftstücke, unangenehme Dinge, die man von einer Ecke in die andere legt, die irgendwie in der Wohnung sogar noch einen Altar haben, ne? Wenn man das mal von dieser Seite sieht, was man so alles mitschleppt, oder auch kaputte Dinge, wo man denkt, ich gebe das nicht weg, das kann ich irgendwann mal brauchen und nachher ist der Müllberg groß. Ja, es ist also eine Phase, wo ein ganz neuer Raum entsteht, wo man sich löst, erlöst und wo man dann tatsächlich in eine Fruchtbarkeit wieder reinfindet. Man könnte die Legung im Prinzip auch Frühjahrsputz nennen, ne? So, also hier, was man hier geputzt hat, da strömt hier eine frische, kreative Energie rein. Ungewöhnliche Menschen können einem begegnen. Man kann irgendwo mit einem Zugewinn rechnen. Wünsche können in Erfüllung gehen. Es stehen positive Veränderungen an. Geben und nehmen ist so ein Ding. Man soll hier empfangen und annehmen, was man bekommt. Manchmal ist es ein bisschen unangenehm, aber wenn wir das nicht annehmen, das haben wir hier oben, dann blockieren wir uns selbst oder stehen uns im Prinzip auch selber im Weg. Gut, ihr Lieben, ich lasse euch noch einen Glücksimpuls ziehen. Wir legen 3 hin. 1, 2 und 3. So. Dann, was wähle ich denn? Rechts wähle ich. Eine schwere Phase wird beendet, die Mitte hat ein Aha-Erlebnis, das passt hier mit der Erkenntnis, ne? Und die andere Seite hat, ihr könnt jetzt aufatmen. Ich wünsche euch wunderbare 14 Tage, ich drücke euch und bis bald.